Hier oben sind wir gestartet. Das ist die eigentliche Kurslinie, die wir fahren sollten. Das ist unsere gefahrene Linie. Also nicht, dass so eine Ketsch schon 3 Segel hat. Können wir noch ein paar mehr aufziehen und Christoph ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Im letzten Video sind wir sehr spontan und kurzfristig mit einem doch sehr kreativen Plan von Syrakus losgefahren. Unser Ziel soll Malta sein. Wie der Plan aussieht und ob das gut gehen kann, das seht ihr jetzt. Wir haben noch ungefähr eine Stunde bis Sonnenuntergang. Hinter mir seht ihr so mit das letzte Licht der Sonne. Es ist ein wunderschönes Segeln heute. Wir fahren hoch am Wind, ungefähr so 50 Grad zum echten Wind, also echt hoch. Und der echte Wind ist so um die 10 Knoten. Wir fahren immer so ein bisschen über 5 Knoten. Haben eine Welle von ungefähr, also wir haben eine alte Dünung von ungefähr 1 Meter und da drauf ist nochmal eine Windsee von ca. 30 cm. Also zum einen dreht der Wind immer mehr, sodass wir immer mehr Richtung Süden fahren können. Sind aber nach wie vor immer noch nicht entschlossen, weil wir warten noch auf den nächsten Wetterbericht. Aber selbst wenn ich jetzt nach Porto Palo fahren wollte, würde ich wahrscheinlich immer noch diesen Kurs fahren, weil je weiter wir draußen sind, desto mehr Wind haben wir. Und das ist natürlich auch immer vorteilhaft. Wir kommen jetzt so langsam in den Bereich, wo auch die Berufsschifffahrt unterwegs ist. Es geht ja hier dann um das Kap rum, in die Straße von Sizilien rein, also zwischen Malta und Sizilien. Und also alles, was in die Adria will, fährt hier um die Ecke rum. Aber es ist ruhig. Also gerade ist der erste Frachter an uns vorbeigegangen. Irgendwann hier achteraus waren ein paar Schiffe, aber das war alles uninteressant. Insofern läuft alles bestens und ich bin gespannt, wo wir hinfahren. Ich zeige euch mal noch den Plotter. Hier oben sind wir gestartet. Das ist die eigentliche Kurslinie, die wir fahren sollten. Wir wollten eigentlich nach Porto Palo, das ist hier unten. Das Wunschziel liegt aber hier, das ist Malta. Und was ihr hier seht, das ist unsere gefahrene Linie, die gelbe Linie. Und ihr seht, wir sind immer auf demselben Bug geblieben. Der Wind hat gedreht. Und wir kommen immer mehr in die Richtung, in die wir wollten. Aber der Wind soll über Nacht weiter drehen. Und irgendwann können wir dann auch auf den anderen Bug gehen. So, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie weit wird der Wind drehen? Aber selbst wenn nicht, dann können wir demnächst trotzdem auf den Streckbug gehen und Richtung Porto Palo fahren. Es ist also noch ein bisschen offen, wo wir tatsächlich hinfahren. Aber im Moment fühlt es sich einfach nur großartig an, wieder unterwegs zu sein. Bis zum Sonnenuntergang waren wir uns ja nicht so ganz klar gewesen, ob wir jetzt nach Malta durchfahren, der Wunsch war zwar da, oder ob wir dann doch abdrehen und die Landspitze ansteuern, wo nochmal eine geschützte Bucht ist. Und wir haben uns dann entschlossen, wir fahren erstmal weiter, weil wir waren von der Landspitze schon 30 Meilen entfernt. Zwar quer ab, aber immerhin. Und sind dann weiter gesegelt und um 10 Uhr ist dann der Wind tatsächlich eingeschlafen. Wir waren dann gezwungen, die Maschine zu starten und haben uns dann nochmal die Karten gelegt und haben festgestellt, naja, wenn wir jetzt unter Land fahren, sind das 30 Meilen. Wenn wir jetzt weiterfahren nach Malta, dann sind 70 Meilen, also sind die 30 Meilen vielleicht besser in die Strecke investiert, als quer dazu wieder unter Land zu fahren und danach nochmal die 50 Meilen in 2-3 Tagen zu haben, wenn eventuell wieder Wind ist. Es soll ja heute am Vormittag auch wieder Wind kommen und deswegen haben wir uns dann entschlossen, wir fahren jetzt durch. Wir lassen es drauf ankommen. Die Nacht war jetzt soweit ganz ruhig. Sobald wir natürlich die Landspitze passiert hatten und in die Straße von Malta
ja, eingebogen sind und sie quer angefangen haben, spitz zu queren, da war natürlich viel los, waren viele Frachter. Bei 2 Frachtern wurde es mal relativ nah, so 0,5 Meilen, aber das sah alles relativ gut aus. Auch diese Nacht hat der Wachwechsel wieder super funktioniert. Marion und ich waren erstmal beide nicht müde. Ich habe mich dann trotzdem hingelegt, konnte nicht schlafen und irgendwann, als ich dann müde wurde, war Marion fit, konnte ich also schlafen gehen. Habe dann sogar relativ lange geschlafen, habe zwischendrin mal nach Marion geguckt, die war aber immer noch fit. Ja, sodass ich dann erst um 4:30 meine Wache wieder übernommen habe. Und ja, jetzt schläft Marion. Marion wird, denke ich, den halben Vormittag dann auch schlafen. Das ist auch okay so. Sie hat mich ja auch wirklich lange schlafen lassen. Ja, ich bin fit. Da hinten wird bald die Sonne aufgehen. Es ist merklich kühler geworden. Also ich sitze mittlerweile in langer Hose und Hoodie wieder da. Ich freue mich, wenn die Sonne aufgeht, dass es wieder ein bisschen wärmer wird, dass diese klamme Luft verschwindet. Und ich freue mich sehr auf Malta, da wieder hinzukommen. Die haben mir die Angel neu machen lassen. Da hängt sie. Und ich bin da echt glücklich drüber, dass der mir das gemacht hat, weil wir haben ja hier erstmal diese Kunststoffleine, die geflochtene Leine, und die ist hart. Also wenn ein Fisch anbeißt, dann würde er die durchreißen. Deswegen kommt noch ein Vorfach aus Nylon dazu, also ein Monofil. Und das ist total glatt. Und die miteinander zu verbinden, braucht wohl eine ganz spezielle Technik. Ich hatte das vorher mal gemacht, aber ich habe es offensichtlich total falsch gemacht. Ich hatte das aus dem Internet, wie man es macht. Und ich hatte den im Laden darum gebeten, dass er mir das macht. Und der hat da einen Knoten gemacht, der ist bestimmt 6-7 Zentimeter lang, aber ganz flach. Christoph sitzt wieder auf seinem Lieblingsplatz mit Kaffee in der Hand. Nachdem wir die ganze Nacht motort sind, können wir jetzt seit einer Stunde 2 wieder segeln. Jetzt ist es auch vernünftig. Vorhin waren wir mit so 6 Knoten Wind unterwegs und 3 Knoten Fahrt. Jetzt haben wir so um die 8 Knoten Wind, kommen wir auch ein bisschen besser voran. Malta ist schon schemenhaft zu sehen. Die Rede von Malta ist auch schon da. So ist es entspannt. Also jetzt ist wieder schön. Die ganze Nacht durch Motorrad, das ist echt immer anstrengend. Ich mache mir dann immer Kopfhörer rein, gucke mir eine Serie, dann geht die Zeit am schnellsten vorbei. Aber jetzt wird es, glaube ich. Also wir sind vermutlich so in 5 Stunden da, also 5 Stunden noch so weiter wie jetzt. Easy peasy. So ein bisschen traurig, dass die Saison jetzt schon langsam wieder vorbei ist. Wir sind da jedes Mal so am Überlegen, ob man nicht doch durchsegeln sollte den Winter und sich nicht festlegen sollte. Da wir immer noch so viele Arbeiten haben am Boot, der Autopilot, der immer noch nicht so richtig will, also der Kurscomputer zu tauschen, war schon mal eine sehr gute Sache, aber jetzt hatten wir ja so die Probleme mit dem GPS und so ganz gefixt ist es wahrscheinlich noch nicht, und es gibt ja noch ein paar andere größere Sachen zu tun, und das macht sich einfach besser, wenn man einen festen Liegeplatz hat, wenn man weiß, wo die Läden sind, wenn man sich Sachen bestellen kann und nicht immer überlegen muss, wo kann ich mir jetzt was hinbestellen. Wäre das nicht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir wirklich den Winter durchfahren. Jetzt klar, also man müsste halt so von vollgeschützten Hafen zu vollgeschütztem Hafen, meinetwegen, wenn wir jetzt von Griechenland reden, von Pylos nach Porto Cheli. Dann gibt es ja im Ionischen noch
oder im Golf von Patras. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das durchstehen könnte. Du brauchst ja nur eine Heizung, ab und an einen Luftentfeuchter, Generator wahrscheinlich, weil wir nicht genug Strom produzieren für den Winter. Aber machbar wäre es ja schon und irgendwie könnten wir uns beide das ganz gut vorstellen. Wobei es ja immer noch die Überlegung ist, wir haben beide auch immer noch den Wunsch raus aus dem Mittelmeer. Aber auch da ist das, solange mit dem Boot noch die Schwierigkeiten sind, noch so viele Sachen zu reparieren sind, macht das keinen Sinn, weil du halt einfach nirgendwo so eine gute Versorgung hast mit Ersatzteilen und so weiter wie hier. Also auf den Kanaren wird das alles echt eine schwierige Hausnummer und deswegen müssen wir so lange auch hier bleiben, bis wir so auf Stand sind mit dem Boot. 9,5 Knoten Wind haben wir schon. Yay! Hat wieder eingestellt auf Apparent, ne? Ja, warte mal. Also, wir haben so 8 Knoten Wind. Wir sind mit 5 Knoten unterwegs. Kann man sich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Also nicht, dass so eine Ketch schon 3 Segel hat. Können wir noch ein paar mehr aufziehen. Und Christoph ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Der braucht wieder ein bisschen Beschäftigung und deswegen wird jetzt der Missenballona gesetzt. Ich nehme euch da mal mit. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. So, was machst du? Ich schlage jetzt mal den Missenballona an. Der ist eigentlich so zwischen, also ein Freund von uns hat eine Super Maramu, die ist ja größer und hat ein bisschen eigentlich den gleichen Segelplan, aber ist halt größer und deswegen segelt es ja auch ein bisschen anders. Und der hatte uns gesagt zwischen 80 und 120 Grad. Das haben wir jetzt nicht ganz. Wir haben 70, manchmal 80. Ich will es jetzt aber trotzdem mal probieren, weil ich hatte ihn bisher, glaube ich, erst einmal draußen. Und wir haben relativ wenig Wind und deswegen wollte ich das heute mal probieren. Sag doch, du bist langweilig. Vielleicht erklärst du, was du dann machst, genau. Ja, also der Missenballona wird zwischen dem Groß und dem Besan gesetzt. Deswegen heißt er ja so. Und wird am Besanmast hochgezogen. Also Missen ist das englische Wort für Besan. Genau, richtig. Halt! Hast du? Ist nicht im Sinne des Erfinders, so ganz, ne? Das ist die maltesische Flagge noch raussuchen. Oh ja, stimmt. Ja, nee, so richtig steht da nicht. Ich stelle mir die Frage, ob der hinter das Groß muss. Aber ich glaube, er gehört davor. Dahinter haben wir es doch schon mal probiert, das funktioniert doch nicht. Genau. Ja, stimmt, du hast recht. Da steht drauf for Gallantry, für Galanterie. Und da ist ein Ritter drauf. Das wusste ich gar nicht, dass das da drauf steht. Maltesische Flagge, die hatten wir zwar schon mal oben, aber da hatte ich die nicht gelesen. Wir sind in maltesischen Gewässern, deswegen ziehe ich die jetzt auf. Und dann berge ich den Missenballona wieder.
nehme euch jetzt mal mit auf meinen Lieblingsplatz. Ganz vorne auf dem Boot, der Bugkorb. Ich hatte ja irgendwann mal auf der Tour mir da ein Brett gebaut, dass ich mich da hinsetzen kann. Das ist immer so ein bisschen Kletterei nach vorne, ist aber ein wunderschöner Platz. Ja, wenn keine Welle ist, wenn es nicht so arg ballert, also der Wind nicht so stark ist. Wir sind jetzt bald da. Das kann man deutlich schneller zurücklegen, die Strecke. Unsere Wind- und Wetterstrategie ist nur zum Teil aufgegangen. Wir sind den ersten Teil der Reise ja in so einem Halbkreis um Porto Palo rumgefahren, also fast wie mit dem Zirkel geschlagen, weil der Wind so gedreht hat. Dann war aber der Wind weg und wir mussten ab dann motoren bis heute Morgen um 8. Dann hatten wir 2 Stunden schönsten Wind. Dann war er wieder weg. Dann sind wir wieder motort. Zwischendrin hatten wir dann wieder ein bisschen Wind. Der war aber so unstet, dass das auch nicht so richtig funktioniert hat. Ich habe es dann mit dem Wisenballooner nochmal probiert. Übrigens auch ein zweites Mal, nachdem der Wind dann wieder weg war und nochmal kam, habe ich den Wisenballooner nochmal gesetzt. Wieder nur für eine halbe Stunde. Und jetzt reicht's. Wir haben jetzt noch 7 Meilen und dann sind wir da. Wir freuen uns da sehr darauf. Malta ist ja irgendwie so ein Herzensort geworden. Da fühlen wir uns beide extrem wohl. Und das vereint halt so schön, finde ich, verschiedenste Sachen, nämlich in gewisser Weise Exotik, dadurch, dass die Straßennamen halt irgendwie arabisch sind und das alles so stark historisch auch ist und man auch den arabischen Einfluss auch spürt. Ja, und auf der anderen Seite eben Kultur, Quirligkeit, eine Sprache, die man versteht, also hauptsächlich Englisch und einfach kulturell irre viel, eine schöne Stadt, wo man viel erleben kann und so. Und das ist wirklich klasse, da freuen wir uns sehr drauf. Also jetzt erstmal Valletta, ne? Beziehungsweise Sliema. Und dann wollen wir aber gucken, also wir wollen da nicht die ganze Zeit bleiben, wir wollen noch nach Gozo, wir wollen noch ein bisschen um die Insel rum. Und ja, wenn wir davon dann genug haben, dann geht es langsam Richtung Winterlager. Licata ist ja von hier aus nur noch eine Tagesreise, also 60 Meilen etwa von Gozo aus. Und ja, wir genießen jetzt die letzten Tage, möglicherweise 1 bis 2 Wochen hier nochmal. Und dann geht es ins Winterlager und dann geht es auch langsam los mit Winterarbeiten und ja, anderen Dingen, die zu tun sind. Jetzt geht es aber erstmal nach Sliema, nach Valletta auf Malta und die letzten Meilen liegen jetzt vor uns.